Das hat richtig Spaß gemacht, die Lelit Elisabeth zu testen. Ein Dual Boiler der untersten Preiskategorie, wobei Dual Boiler natürlich immer relativ teuer sind, mit Vibrationspumpe und vielen interessanten Möglichkeiten. Wir haben das ausführlich besprochen in einem 40-minütigen Video und hier gibt es jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Fakten zur Maschine, aber auch der Stärken und Schwächen nochmal gegenübergestellt in vielleicht 10 Minuten. Auch hier wieder auf Plus, dann könnt ihr das einstellen. Ich liebe guten Espresso und dafür brauche ich eine zuverlässige Partnerin. An meiner Seite eine Espressomaschine, die performt, die konstant das liefert, was ich mir wünsche, nämlich eine gute Temperatur, die relativ zügig aufheizt, nicht zu viel Stromverbrauch hat und die eine Steuerung hat, die mir Freude macht und mich nicht täglich neu frustriert, sondern ja, mit der ich Lust habe, auch zu experimentieren und die vielleicht auch Möglichkeiten mir gibt, zu experimentieren. Und die Lelit Elisabeth, die hat einiges zu bieten, was genau diese Kriterien erfüllt. Sie ist zwar nicht die schnellste beim Aufheizen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ihr solltet hier gute 20 Minuten einplanen, dass die Maschine auf Temperatur kommt. Und das ist für mich auch eine der größten Schwächen der Maschine, neben so ein paar Sachen, die hier baulich, finde ich, nicht super ideal gelöst sind. Aber was so die Gesamtperformance angeht, so die Temperatursteuerung und tatsächlich verschiedenste Modi, auch in der Präinfusion, also eine Anfeuchtung des Kaffees, bevor die richtige Extraktion so richtig abgeht. Das ist schon ziemlich gut gelöst bei der Lelit Elisabeth und das Ganze zu einem mega kompetitiven Preis. Also diese Maschine kostet im Euroraum rund 1100 Euro und auch in Franken habe ich sie für 1100 Franken, 1200 Franken gesehen. Und das ist insbesondere dann kompetitiv, wenn man anschaut, was andere Dual Boiler ja auch mal schnell kosten. Da sind wir locker bei 1500, 1600 Euro oder auch 2000 Euro und deutlich mehr. Und das ist dann wirklich schon interessant, was da in diesem kleinen Dual Boiler alles so läuft. Ganz kurz, Dual Boiler bedeutet, wir haben zwei verschiedene Kessel. Der eine ist reserviert für das Brühen des Kaffees, der andere gibt uns die Power, die wir brauchen zum Milchschäumen. Der Milchschaum-Dampfkessel, der ist 0,6 Liter groß und der andere ist ziemlich klein mit 0,3. Die Elisabeth wiegt nur 12 Kilo, das ist relativ wenig für einen Dual Boiler, ist hier mit diesem Rad an der Seite insgesamt 32,2 cm breit. Sie hat eine Höhe von 38 cm. Wenn man den Siebträger mitrechnet und auch noch das Kabel, welches absteht, dann seid ihr bei 43 cm, vielleicht noch interessant zu wissen. Sie hat eigentlich eine geringe Tiefe, aber dadurch wird sie eben dann doch nochmal ein bisschen größer. Die Tropfschale fasst so bis zu 1,4 Liter, sodass ihr sie noch tragen könnt. Das ist durchaus schon noch Volumen, hat auch mit der Tiefe und der Breite zu tun. Die beiden Boiler haben jeweils eine eigene Temperatursteuerung und dadurch sind sie eben auch unabhängig voneinander einstellbar. Wir können also zum Beispiel mit dem Dampfboiler richtig hochgehen, und zwar bis 145 Grad und damit haben wir dann auch wirklich recht viel Power, um die Milch in der Schäumphase, in der Rollphase in Zirkulation zu bringen und gleichzeitig heißt das aber nicht, wie das beim Zweikreiser eben der Fall wäre, dass das Auswirkungen hat auch auf die Brühtemperatur, denn die ist unabhängig eingestellt und so beeinflussen sich die beiden nicht. Vielleicht um das Milchschäumen direkt abzuhaken. Wir haben eine gute Schäumperformance festgestellt. Wie du siehst, Rollphase top. Interessant ist vielleicht für euch, wenn ihr wirklich cremigen, durchmischten Schaum machen wollt, um auch dann vielleicht das ein oder andere Latte Art Muster zu lernen oder zu gießen, dann ist interessant, dass die Maschine nicht so schnell aufheizt, die Milch, während ihr schäumt, sie euch dennoch recht viel Zirkulation gibt, was bedeutet, ihr könnt sehr viele von den kleinen Bläschen wieder heraus entfernen und so könnt ihr Volumen hochziehen und dennoch einen sehr cremigen, homogenen Schaum herstellen, der sich perfekt eignet, um eigentlich alle Muster zu gießen. Sie hat außerdem eine doppelwandige Dampflanze, das heißt, die wird nicht heiß und ja, das ist sicherlich auch schön, wenn man nur da mal aus Versehen dran fasst, dann verbrennt man sich nicht gerade. Im Bereich der Milch und im Bereich des Schäumens ist dennoch auch für mich ein Downlight sozusagen der Maschine, denn dieses Rad hier an der Seite, dieses Plastikrad, das ist wirklich nicht schön. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Übergangsrad, welches dann eben nicht durch ein schönes ersetzt wurde. Was ich jetzt gefunden habe, es gibt ein paar Bastler, die da interessante eigene Sachen machen, auf Etsy zum Beispiel. Ich verlinke euch da mal was auch unten in der Videobeschreibung. Vielleicht ist es interessant für euch und das kann man dann zum Beispiel durch ein schönes Holzteil ersetzen. Da wir gerade beim Äußeren sind, lasst uns kurz noch über die Verarbeitung sprechen. Die Maschine hat ein poliertes Edelstahl. Ich finde tatsächlich ein bisschen problematisch, dass so viele Flecken immer drauf bleiben. Würde mich ein bisschen wahnsinnig machen mit dem ständigen Polieren, um dann da wirklich eine glänzende Maschine zu haben. Aber gut, das ist sicherlich auch Geschmacksfrage. Weniger Geschmacksfrage ist, wenn man sich dann schneidet. Es gibt ein paar scharfe Kanten, da muss man durchaus aufpassen. Wenn man zum Beispiel die Tropfschale rausnimmt, dann kommt man damit in direkte Berührung
Und ihr hört das schon, die sind wirklich relativ scharf und da müsst ihr einfach aufpassen. Die sind einfach nicht gut gebrochen und ja, ist unangenehm und etwas, was sicherlich auch dazu beiträgt, dass der Preis dann eben nicht so teuer ist, weil man hier ein paar Arbeiten gespart hat. Also vorsichtig. Im Äußeren, also so, wenn man die Maschine im Äußeren anfasst, jetzt nicht die Tropfschale rausnimmt oder auch den Deckel abnimmt, bei dem ist das eben ganz ähnlich. Dann ist das alles okay verarbeitet und auch gebogen und hat weiche Kanten und ist nicht weiter problematisch. Ihr habt schon gesehen, die Maschine hat mit dabei hier so eine kleine Erhöhung für die Espresso-Tässchen. Das ist durchaus sinnvoll, denn der ebenfalls mitgelieferte Siebträger, der hat relativ, komm schon, schmale Ausläufe. Die sind recht nah beieinander. Das heißt, wenn jetzt der Espresso da runterläuft und der Fallweg so groß ist und die so ein bisschen auch manchmal wackeln, hier auf dem Weg, also so fädeln, dann haben die eine Tendenz, auf die Kante der Espresso-Tasse zu gehen. Und ja, ihr wollt ja eben treffen. Durch diese Erhöhung trefft ihr besser und ja, seid ein bisschen näher dran und habt tatsächlich auch, das ist gar nicht unwichtig, auch weniger Temperaturverlust vom Auslaufen bis in die Tasse, denn auf dem Weg es ist ein bisschen nerdig, aber verlieren die durchaus ein bisschen an Temperatur, die Espressi. Der Siebträger selbst ist an sich eigentlich solide, hat auch ein gutes Gewicht. Auch die mitgelieferten Siebe funktionieren wunderbar. Muss man jetzt nicht gerade nach einem Ersatz suchen. Was nicht schön ist, ist dieser Plastikgriff. Der wirkt einfach auch nicht so hochwertig und ja, hat so einen Schwarz, was ein bisschen ins Braun tendiert, würde ich wahrscheinlich ersetzen, beziehungsweise ja, versuchen mir da auch so einen Holzgriff dran zu machen, aber das ist natürlich auch wiederum euch überlassen. Was ganz schön ist, steht so ab, ist auch dann gerade und ihr könnt dann auch tempen, also hat hier einen eigenen Stehfuß und das wiederum ist eigentlich ganz praktisch, das heißt, wenn ihr das ersetzen würdet, solltet ihr auf jeden Fall schauen, dass ihr vom Winkel her auch wieder dann ungefähr hinkommt. Mit dabei ist auch ein Plastiktemper, den haben wir gerade entsorgt. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Der eignet sich nicht wirklich zum Tempen, ist eher etwas, was man ersetzen sollte. Kauft euch einen anständigen Temper. Mich stört es aber nicht so sehr. Ich erwarte hier jetzt keinen hochwertigen Temper, sondern das ist eher was, das würde ich mir auch dann gezielt dazu kaufen. Wichtig ist, dass die Espressomaschine leistet und das tut sie auf verschiedenste Art und Weise. Also erstens haben wir relativ konstante Temperaturen, insbesondere wenn wir die Maschine ein bisschen aufheizen. Ihr könnt das auch nochmal nachvollziehen in unserem ausführlichen Blogbeitrag. Da haben wir das genauer besprochen und gleichzeitig eben auch nochmal in diesem langen Video. Da zeigen wir euch die Temperaturkurven sowohl in Einzelbezügen als auch in einer Abfolge und ihr seht, wie konstant die Maschine doch leistet. In der Einstellung, wie wir sie erhalten haben aus der Fabrik, ist sie dafür eingestellt, dass sie ihr Optimum, ihr Temperaturgleichgewicht nach einiger Laufzeit erreicht. So, das ist mal einfach wichtig zu wissen für euch und wichtig ist zu wissen, dass die Werkstatt, wo ihr sie kauft, eben die Maschine für euch dann so einstellt, wie ihr euch das wünscht. Die Maschine selbst lässt sich auf verschiedenste Art und Weise steuern. Auch das ganze Aufheizen lässt sich steuern. Über die erweiterte Einstellung kann man tief reingehen in das Innerste der Maschine und die Steuerung der Temperatur, die PID, wirklich wunderbar anpassen. Und da erlaubt uns die Lilith Elisabeth Einstellungsmöglichkeiten, die ich so von fast keiner Maschine kenne. Das ist wirklich super toll, dass es da so eine Offenheit gibt und die Werte auch frei kommuniziert werden und es auch eine Community rund um diese Lilith Elisabeth gibt, die da total offen ist, ihre eigenen Erfahrungen zu teilen. Also wer ein bisschen weiter sich einarbeiten will, findet dort nicht nur Einstellungsideen und Vorschläge für die PID, sondern auch viele Ideen für zum Beispiel Brühprofile. Und das ist das Zweite, was die Lilith Elisabeth wirklich besonders macht. Die Lilith Elisabeth hat neben dem klassischen Brühprofil, also Pumpe an, die geht hoch auf 9 Bar oder 8 Bar, je nachdem, was ihr einstellt, noch verschiedenste andere Möglichkeiten, eine Vorbrühung anzufahren. Und Vorbrühung bedeutet eben ein Anfeuchten des Kaffees mit viel Druck, mit wenig Druck, mit einfach fließendem Wasser und dann einer Pause. Und es gibt da 2 Modi bei dieser Maschine, 2 unterschiedliche, die wir fahren und die wir benutzen können. Und auch das finde ich interessant. Erster Modus ist, Dampfboiler ist an. In dem Pumpen-Präinfusionsmodus funktioniert das Ganze so. Die Maschine gibt euch zum Beispiel 3 oder 4 Sekunden Wasser. Ihr könnt es selber definieren über die erweiterten Einstellungen. Dann stoppt die Pumpe. Aber die Maschine gibt euch immer noch Druck, und zwar den Druck des Dampfboilers. Der wird quasi umgeleitet und hilft dann immer noch den sanften Wasserdruck aufrecht zu erhalten und ja, schafft dadurch eine relativ frei zeitlich definierbare Präinfusion. Sehr interessant und super spannend, auf jeden Fall als Experimentierfeld, vor allem für hellere Espressi. Das ist der eine Modus. Der andere Modus funktioniert so: Wir
haben kurz ein Anlaufen der Pumpe, auch hier wieder zeitlich zu definieren, relativ frei auch wieder programmierbar. Anschließend stoppt die Pumpe und dann geht eine Phase los, in der eben nichts passiert, in der kein Druck ausgeübt wird, sondern wirklich die Maschine quasi vorne Wasser und Kaffee im Siebträger miteinander arbeiten lässt und dann zum definierten Zeitpunkt geht es weiter. Das ist der zweite Modus. Und diese beiden Modi, das ist schon außergewöhnlich. Das gibt es einfach kaum bei Maschinen dieser Art, dieser Preisklasse. Das fängt oft viel, viel teurer an. Und das gibt euch einfach hier tolle Spiel- und Experimentier- und auch Lernmöglichkeiten mit der Lilith Elisabeth. Außerdem lassen sich die Tasten programmieren. Es gibt ein automatisches Spülen. Es gibt außerdem ein Spülprogramm. Auch das ist wirklich außergewöhnlich. Ihr könnt hier die Zeit definieren, wie lange die Maschine läuft. Ihr könnt keine Volumetrik programmieren, also Wassermenge an Menge gemessen, sondern nur Wasser an Zeit. Also gebt mir 30 Sekunden Zeit und es verändert sich eben, je nachdem, was ihr für einen Gegendruck habt durch den Kaffee. Insofern ist das nicht die alleinige Einstellung, die ihr nutzen solltet, wenn ihr Espresso macht, sondern dann müsstet ihr immer die Menge in der Tasse auch noch kontrollieren, zum Beispiel mit einer Waage. Aber es gibt zumindest mal eine Zeitsteuerung und es gibt einen Shot-Timer, der wird dann hier drüben angezeigt. Also ihr seht auch, wie lange der Espresso läuft und auch das wiederum ist erstaunlich, ist vermeintlich sowas Einfaches, Kleines, aber ist eben doch bei vielen Espressomaschinen, auch in der Preisklasse, nicht vorhanden. Dieses kleine LCC, das Lilith Control Center, ist tatsächlich wirklich potent, habe ich ja schon drüber gesprochen. Das kann ganz, ganz viel, da könnt ihr vieles einstellen, da könnt ihr relativ einfach den Dampfboiler anmachen und wieder ausmachen. Da könnt ihr in diese Präinfusionsmodi auf einer oberflächlichen Ebene reingehen, aber da könnt ihr dann auch später die erweiterte Einstellung verwenden. Zu den erweiterten Einstellungen gibt es einen tollen Blogbeitrag, auch ein Review, aber vor allem auch ein Tipps und Hinweise im Blogbeitrag von Dave Corbey, ein geschätzter Kollege, der die Maschine getestet hat, aber eben auch einmal aufgezeigt hat, wie ihr was einstellen könnt und der definiert auch ideale oder für ihn wunderbare Ergebnisse, wie er das PIT wiederum einstellen würde. Verlinke ich euch unten, ist auch im Blogbeitrag verlinkt. Da könnt ihr noch ein bisschen mehr über die Maschine erfahren. Angeschaut haben wir uns auch die Stromperformance der Lilith Elisabeth und da ist es so, dass die Maschine ja einen mittleren Stromverbrauch hat. Im Vergleich zu vielen Thermoblocks hat sie eher einen höheren Stromverbrauch. Im Vergleich zu vielen Dual-Boilern ist es wiederum durchaus ein guter Wert. Wenn ihr den Dampfboiler auslasst, dann kommt ihr ungefähr auf 0,13 Kilowattstunden und wenn ihr den Dampfboiler anmacht, dann landet ihr bei 0,24 Kilowattstunden und zwar, wenn ihr 5 Espresso-Doppelbezüge macht, nachdem die Maschine heiß ist. Da habe ich euch schon was gesagt, 20 Minuten solltet ihr einplanen, erst dann ist die Maschine wirklich auf Temperatur und am besten macht ihr dann nochmal einen Spülshot, damit auch der Siebträger wirklich heiß ist. Das ist für mich sicherlich einer der Knackpunkte jetzt bei der Lilith Elisabeth. Da gibt es andere Maschinen, die deutlich schneller warm sind. Ihr könnt das Ganze aber lösen über einen smarten Stecker, den ihr einfach so programmiert, dass ihr euch zum Beispiel morgens um 7 Uhr die Maschine anmacht und dann ist sie eben warm, wenn ihr wollt. Um das Ganze abzuschließen, noch ein, zwei Punkte, die mir negativ aufgefallen sind. Manchmal reagieren die Tasten nicht so gut, da muss man wirklich kräftig drücken, damit die Maschine das Signal annimmt. Der Wassertank selbst ist ja ein bisschen aus anderer Zeit. Man muss ja immer erst so die Schläuche rausfriemeln und dann den Tank rausholen. Das gibt es mittlerweile deutlich besser. Das gibt es schöner mit einem Ventil nach unten und da braucht man dann keine Schläuche mehr. Aber ist jetzt hier noch so gelöst und ja, wichtig genauso wie die Verarbeitungsgeschichte. Das muss man sicherlich immer auch im Verhältnis zu dem doch relativ günstigen Preis sehen. Das Allerwichtigste ist natürlich, dass die Lilith Elisabeth guten Espresso macht und dafür gibt sie alle Voraussetzungen und noch viel mehr. Sie gibt euch eben die Möglichkeit, dass man sie für jeden einzelnen Kaffee einstellen kann, wenn man möchte. Durch die verschiedenen Temperatureinstellungsmöglichkeiten, durch die Präinfusion ist die Lilith Elisabeth auf jeden Fall super geeignet, um euch zu begleiten bei unterschiedlichen guten Cafés, um aus denen alles herauszuholen. Und das Schöne ist, du hast ewig Zeit, um die Tassen drunter zu stellen. gucken, ob du diesmal triffst. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Hui, schön. So, jetzt machen wir was? Wie lange läuft er jetzt? 10 Sekunden Präinfusion plus 25 oder was? Genau, ich würde ihn jetzt... Nee, plus 25. Also bei 35 müsste er plus minus passen. Vielleicht ist er ein bisschen schneller. Ist schon spannend, ne? Ist ein komplett anderer Kaffee. Also das ist schon krass. Also eben Säure viel besser eingebunden, mehr Süße, aber ein bisschen an Gewicht und Textur verloren. Bisschen Gewicht und Textur verloren, aber
Jetzt in unserem Protokoll, welches wir zum Espresso verkosten, auch der Mühlen genommen haben, würde ich ihm bei Süße und Säure jeweils einen Punkt mehr geben. Ja. Damit schließe ich meine Kurzzusammenfassung. Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann schaut im Blogbeitrag vorbei, der ist unten verlinkt, und auch nochmal das Video, welches wir aufgenommen haben, Michel und ich, vergangene Woche. Schaut vorbei und dann erfahrt ihr mehr über die Lilith Elisabeth. Wenn euch diese Kurzzusammenfassungen Spaß machen, wenn ihr nicht immer das ausführliche Video anschauen wollt oder wenn ihr vielleicht einmal kurz hören wollt, ja, ist es eher eine gute Maschine oder eine schlechte Maschine, dann abonniert doch diesen Kanal, dann erfahrt ihr immer schon ein bisschen über die Maschine selbst und könnt dann immer noch ausführlich das längere Video sehen, wenn ihr noch mehr Informationen über eine einzelne Maschine haben wollt. Ich sage bis bald, passt auf euch auf, trinkt guten Espresso. Tschüss und bis dann.